Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ich möchte euch heute mal mitnehmen auf mein Main. Wir sind mal wieder auf dem Main unterwegs und zwar gucken wir mal in die Monstergrotte rein, der dritte von 10. Wir haben ja mit dem letzten legendären Dungeon eine neue Waffe bekommen, zumindest unser Marquardt. Und ja, da ist das gute Teil. Und seitdem ich diese Waffe ja, auf meinem Marquardt equipped habe, schallert der ordentliche Crit-Treffer raus. Also die Spanne ist fast maximal. Ich glaube, ich kann noch bis zu, 5900 knapp irgendwie finden. Und dann ist das Ding aber over. Oder ich glaube, ein bisschen über 5900 rechts raus. Also das ist wirklich schon fast das Maximum, was ich hier gefunden habe. Also eine perfekte Waffe für die Dungeons mit einer sehr hohen Spanne. Und ich habe ein paar Tries gemacht. Es ist unglaublich. Also die Crit-Treffer die schmecken schon sehr gut, muss ich mal so sagen. Ich weiß nicht, ob ich noch einen Try hier abgespeichert habe. Ja, hier ist einer. Ich glaube, das war einer meiner besten Tries. Und da hatte der Marquardt hier mit seiner Waffe auch schon sehr gut abgeliefert. Boah. Obwohl, es ging eigentlich noch. Also, okay, also ich sag mal so, klar, er hat sehr gut abgeliefert, er hat aber auch jeden Treffer gekrittet. Das muss man dazu sagen, ne? Allerdings geht da noch viel mehr, was den Schaden angeht. Also da geht noch viel mehr. Ich hatte auch schon weit über 2 Milliarden Crit-Treffer hier mit ihm gesehen. Und deswegen... achso, das ist ja gar nicht der. Lol, hä? WTF, okay, was ein Fail. Huch, ich gucke mir die ganze Zeit den Try an, das ist ja gar nicht, Alter. Ja, lol. Oh Mann, Alter. Ich dachte, der erste Try, oder den besten Try gegen den, habe ich mir gespeichert. Habe ich gar nicht. Ja, perfekt. Willkommen auf meinem Kanal. Ja, das ist ja unglaublich hier. Wieder komplett verplant. Ja, auf jeden Fall hatte ich schon mal sehr gute Tries gegen den Monster Truck gehabt. Ja, ich komme nicht drauf klar, Alter. Ich gucke mir auch den Try an und raff's nicht. Naja, auf jeden Fall, da gucken wir mal gleich rein. Damit ich euch mal davon überzeugen kann, wie krass der jetzt unterwegs ist, mein Marquardt. Der haut stärkere Treffer raus als ich selbst. Ist natürlich auch klar, weil die Spanne natürlich weit höher ist als die von mir selbst, so, ne? Ich habe aber dafür ein paar bessere Statpunkte als mein Begleiter, sollte man zumindest haben, ja, ansonsten läuft irgendwas ganz gewaltig verkehrt. Vorher gucken wir uns nochmal ganz kurz den Try hier an in der IHOF, da sind wir gerade auf Rang 10 weltweit. Und ja, zum Ende des Videos, ihr könnt ja jetzt mal schätzen, so ungefähr, bei wie viel Prozent der Gegner liegen könnte. Und dann zum Ende des Videos zeige ich euch mal, bei wie viel Prozent der dann halt wirklich lag. Ja? Vielleicht könnt ihr ja nach den ersten paar Tries schon einen Tipp abgeben. Und dann zum Ende gucken wir mal, was das Ganze wirklich ist. Ich hatte das vorher schon berechnet gehabt. Und ich würde sagen, gehen wir mal rein in die gute Stube und achten mal genau darauf, was der Marquardt hier macht. Nämlich gar nichts. Der wird weggekrittet. Das Schöne an dem Gegner ist, dass das ein Geschickgegner ist. Und somit die Kundigunde auf meiner Seite aus sehr großes Potenzial hat, hier ordentlich einmal den über die Rübe zu ziehen. So, da haben wir eben schon gesehen, da hat der Marquardt so ein bisschen zumindest schon mal sein Potenzial entfaltet. Aber da geht schadenstechnisch auch noch deutlich mehr. Ja, wir gucken uns mal ganz gechillt hier die Tries an. Ja, sowas brauchen wir uns nicht reinziehen. Ich weiß nicht, ob wir auf mich auch nochmal drauf achten, so. Ich meine, gut, bei mir kennt man es jetzt mittlerweile schon, dass ich trotz der Waffe hier guten, soliden Schaden rauszocken. Digga, heute ist auch over hier. Raushauen kann. Aber beim Marquardt, da warte ich so auf diesen einen Versuch, wo wirklich der maximale Spannentreffer-Hit auch mal gezeigt wird hier. Okay, gut, den müssen wir uns mal speichern. Da habe ich jetzt mal ein gut
vorgelegt hier. So, wo waren wir in der Monster Truck? Da gucken wir mal ganz kurz, was ich hier jetzt angerichtet habe. Da war der erste Crit oder der zweite Crit, ja. Dritter Crit, okay, schon fast 2 Milliarden. Vierter, okay, der vierte war dann 2 Milliarden. Also bisher habe ich da besser performt als der Marquardt hier. Und wenn wir jetzt mal so eine Synergie zusammenkriegen würden, in der der Marquardt mal gut reinhittet hier und ich auch, dann sehen die Tries eigentlich schon, oder dann könnten die Tries schon sehr gut aussehen. Ja, also das ist halt das Ding, ne? Mit so einer Waffe, die jetzt der Marquardt hat hier, der kann natürlich immens viel Schaden raushauen, ne? Der ist dazu, potenziell ist er dazu in der Lage, aber wie man jetzt eben gerade gesehen hat, kann es auch genau andersrum sein. Und das ist genau das Ding an diesen Dungeon-Waffen hier so, ne? War zum Beispiel 2 Milliarden. Das ist genau das Ding an den Dungeon-Waffen. Deswegen sind die Versuche halt so wirklich mal mehr, also mal sehr gut, mal weniger gut. Und ja, deswegen ist das halt auch das Ding, warum man solche Waffen generell eher in den Dungeons nehmen sollte als in der Ehrenhalle, weil sonst in der Ehrenhalle ja, steigst du halt auch mal, bist du mal einen Tag mal auf Platz 1 und den nächsten Mal auf Platz 50, so, ne, übertrieben gesagt, oder kann sogar, je nach Server kann es ja sogar sein, ne, weil halt eure Waffe eben so unkonstant ist. Und ja, aber für Dungeon-Gegner ist es natürlich genau das Richtige, weil da holt ihr das ja über die Anzahl der Tries halt eben raus. Ihr verliert halt nichts dadurch, außer halt eben eure Pilze, wenn ihr halt sehr viele Tries hier rein investiert. Und das ist halt eben das Ding, ne? Dadurch ist es halt potenziell besser, so eine Waffe zu haben, als eben ja, eine Waffe, die jetzt keine bis eine sehr geringe Spanne hat, so, ne, weil dann haut ihr immer denselben Schaden raus, so, ne, dann habt ihr natürlich auch nicht so viel Potenzial, über euer Ziel hinaus Schaden rauszuhauen, ne. Ich denke mal, das ist verständlich. Ja, also ihr seht schon bereits, dass der Monster Truck eher weniger erfolgreich ist, sag ich mal. Ich denke jetzt gerade nochmal an den Try zurück, wo ich dachte, ich habe den irgendwie gedownt oder so, aber das ist ja gar kein, es steht ja gar nicht zur Debatte hier, wenn man sich mal so die Tries anschaut. Ja, ich hatte gedacht, dass der Marquardt nochmal hier wirklich einen nochmal raushaut hier, dass wir von ihm nochmal einen hier sehen. Ich würde wirklich mal gerne so ein Try von ihm sehen, wo er halt wirklich mit der höchsten Spanne, die er halt haben kann, gegen den Monster Truck hier. Es ist nicht das, was ich mir erhoffe hier. Also über 2 Milliarden ist er definitiv dazu in der Lage, hier zu treffen. Und ja, ich denke mal, ja, ich weiß nicht. Ich würde ganz gerne schon mal so ein Try sehen, wo hier so 2,3 Milliarden oder so stehen. Ne? Aber ihr seht halt eben auch, das Ganze ist halt eben nicht ohne. Das ist halt ein Geschickgegner. Wenn der crittet, dann ist halt auch vorbei so. Der macht viel Schaden. Marquardt hält eben dementsprechend auch nicht viel aus. Und demzufolge hat der Marquardt hier auch nicht viele Versuche, viel Schaden rauszuhauen. Ja, also ihr seht schon, da ist der eine oder andere dabei. Aber im Großen und Ganzen, ja, sieht man es halt hier, kann es halt auch komplett nach hinten losgehen. Ne? Ich denke mal, dass so langsam ja, die ersten Leute sich vielleicht ein erstes Bild gemacht haben, wie die Chancen hier stehen beim Monster Truck. Ich kann euch das Ganze mal zeigen. Ich hatte es vorher mal berechnet, weil mich das selbst auch interessiert hatte, weil ich ja schon öfter mal so über die Hälfte gekommen bin. Ich habe leider nicht meinen allerbesten Try abgespeichert. Das hätte ich mal gerne gemacht und euch gezeigt. Da war der so, keine Ahnung, da war der circa hier oder hier, ich weiß nicht mehr ganz genau. Aber hätte ich euch gerne gezeigt. Da hat die Kunigunde, glaube ich, auch gut Schaden ausgeteilt, aber wie gesagt, leider nicht gespeichert. Ja, und jetzt mit dem Marquardt, ja, kann man halt hier auch ein bisschen was rausholen. Aber ich zeige euch mal ganz kurz die Prozente. Wer hätte es gedacht, es ist 0,00. Also im Prinzip sind die ganzen Tries, die wir hier machen, mehr oder weniger umsonst.
Ich wollte euch das halt nur mal zeigen, wie es hier aussieht jetzt momentan gerade, der aktuelle Zwischenstand, und wollte euch jetzt noch nicht direkt am Anfang spoilern, wie jetzt hier die Prozentchancen aussehen. Also wir haben keine Chance gegen den Monster Truck. Wir sind hier chancenlos ausgeliefert. Trotzdem wollte ich euch sehr gerne mal zeigen, wie der Marquardt ausrasten kann. Tut dies jetzt leider nicht. Also da sind wir mehr ausgerastet als der Marquardt jetzt gerade hier, ne, bei dem einen oder anderen Try. Aber das Potenzial ist da, sag ich mal so. Ne? Und vielleicht so in, ja, wer weiß, vielleicht so in 3 Monaten oder was weiß ich, keine Ahnung, sind hier vielleicht die ersten realistischen Chancen schon mal da. Wir pilzen mal ein wir skippen mal ein bisschen schneller durch und gucken mal, ob wir hier noch einen richtig kranken Try rauskriegen, den wir uns hier anschauen können. Ich will ja auch immer nicht zu schnell skippen hier, weil so ansonsten überskippe ich halt den Try und dann können wir uns den nicht mehr anschauen. Wir müssen den halt eben auch noch speichern, ansonsten wird das nichts. Deswegen kann ich hier nicht so krass durchaddern, wie ich das ganz gerne würde, nämlich so hier. Ja, aber das bringt halt nichts, wenn wir uns den Try halt nicht angucken können. Also der Gegner halt eher unrealistisch, aber halt mal spannend zu gucken, so was, ja, keine Ahnung, was so möglich wäre, beziehungsweise, oh, das ist ein ganz guter, was wir hier so raushauen können an Schaden. Dann schauen wir uns den nochmal an. Mal gucken, wer hier für zuständig war, wer den Schaden hier delivered hat. Ein 1,4er Marquardt war es schon mal nicht. Dann vielleicht war es die Kunigunde oder ich selbst. 3-mal ausgewichen bisher, 4-mal, 5-mal, 6-mal, 7, 8, 9, 10. Ja, 10-mal, okay. Okay, ich habe auch gar nichts dazu beigetragen. Also sowohl Marquardt sehr wenig Schaden rausgehauen und ich habe keinen einzigen Crit-Treffer rausgehauen. Also da haben wir beide wirklich jetzt mal, sind wir mal auf ein Dreirad gefahren hier. Also da hat die Kunigunde ja fast allein geregelt. Was mich dann schon wieder zum Nachdenken Nachdenken anregt, hätte jetzt, ne, also hätte Fahrradkette so, ne, ich so einen Try gehabt wie vorhin, ne, dass wir hier irgendwie 2 mal 2 Milliarden oder so, das wären ja schon 4. Der Marquardt ist dazu auch in der Lage, dann sind wir schon bei 8, dann ist er schon down. Ja, so easy. Also bei ganz 0,00% würde ich ihn nicht sehen, aber es ist schon sehr unwahrscheinlich auf jeden Fall. Das wollte ich euch mal gezeigt haben. Ja, leider keine ultra kranken Crit-Treffer diesmal dabei gewesen. Ja, vielleicht, oh, beim nächsten Mal, da war vielleicht nochmal einer, der nochmal ein bisschen mehr Schaden hier. Gucken wir uns nochmal an. Vielleicht einmal über 2 Milliarden hier der Marquardt. Ja, 2,1, okay. Okay, ja, das war ein ganz guter Try auf jeden Fall. Den kann man stehen lassen zum Schluss nochmal. Okay, das war's soweit. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.